Herzlich willkommen zum dritten Video dieses Moduls. Es ist nun Zeit, die verschiedenen Anwendungsbereiche zu beleuchten, denn eine Technologie ist nur wertvoll, wenn sie auch zum Einsatz kommt. Von der Wertaufbewahrung und der Wertübertragung über die Anwendungsbereiche in DeFi und Web 3.0 bis hin zur Logistik. Wir zeigen Ihnen auf, wo die Blockchain-Technologie effektives Disruptionspotenzial besitzt und die Welt, wie wir sie heute kennen, verändert. Der älteste und wohl bekannteste Anwendungsbereich ist jener der Wertaufbewahrung. Oft wird hier auch die englische Übersetzung des Store of Value verwendet. Grundsätzlich werden jene Projekte, welche hauptsächlich zur Speicherung von Wert verwendet werden, dieser Kategorie zugeordnet. Das bekannteste Projekt ist die Mutter aller Kryptowährungen, Bitcoin. Bitcoin kann als digitale Alternative zu Gold aufgefasst werden. Er besitzt keine zusätzliche Anwendung, als Daten und Geld zu speichern und zu transferieren. Übrigens, Bitcoin wurde im Jahr 2008 aufgrund der damaligen Finanzkrise von einem Pseudonym namens Satoshi Nakamoto das erste Mal in einem White Paper erwähnt. Bis heute ist nicht klar, welche Person oder Organisation hinter diesem Pseudonym steckt. Dies verleiht der gesamten Kryptowelt bis heute einen anhaltenden Hauch von Mystik. Ein weiterer Anwendungsbereich ist die Wertübertragung. Die Projekte in dieser Kategorie wollen die Art und Weise, wie Wert transferiert wird, verändern und revolutionieren. Verschiedene Projekte, wie beispielsweise Nano oder Ripple, ermöglichen es, innerhalb Sekunden und zu äußerst geringen Gebühren, unlimitiert und vor allem fehlerfrei und weltweit Geld von A nach B zu senden. Für eine solche Transaktion ist kein Bankkonto notwendig, da sie einfach und schnell von Wallet zu Wallet via Smartphone oder Computer durchgeführt werden können. Eine bekannte Anwendung ist beispielsweise MetaMask. Somit stellen grundsätzlich alle Kryptowährungen eine attraktive Alternative zum klassischen Finanzsystem dar. In den vergangenen Jahren entwickelte sich DeFi und dessen Anwendungsbereich zu einem Schlagwort. Das Kürzel DeFi steht für Decentralized Finance respektive dezentrale Finanzen. Es umfasst alle Finanzdienstleistungen, welche auf Basis der Blockchain-Technologie aufgebaut und außerhalb von Banken angesiedelt sind. Der Grundgedanke ist auch hier, jegliche Intermediäre bzw. Drittparteien auszuschalten und somit direkt miteinander zu arbeiten. Die Anwendungsfälle sind breit gestreut und gehen von Kreditvergaben über den Handel von Derivaten bis hin zur Ausgabe von Stablecoins. Wir starten mit den dezentralisierten Handelsplätzen, den sogenannten DEXs. Die wohl wichtigste Eigenschaft eines dezentralisierten Handelsplatzes ist jene der Ausschaltung des herkömmlichen Intermediärs, sprich des Market Maker. DEXs lösen dabei eine Herausforderung, welche von eingefleischten Blockchain-Enthusiasten konstant kritisiert wird. Ein echtes dezentrales Finanzsystem sollte auf ebensolchen, nämlich dezentralen Börsen aufgebaut sein. Denn die bestehenden Kryptobörsen, wie beispielsweise FTX, Coinbase oder Kraken, sind zentrale Marktplätze, die einen großen Einfluss auf die Preisbildung haben können. Beispiele für DEXs sind Uniswap, welche auf der Ethereum-Blockchain basiert, sowie PancakeSwap, welche auf der Binance-Blockchain arbeitet. Ein weiterer DeFi-Anwendungsbereich sind die Kreditgeschäfte. Auch hier wird der herkömmliche Intermediär, hier beispielsweise eine Bank, ausgeschaltet.
Spannend hierbei ist vor allem die zu hinterlegende Sicherheit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Finanzinstituten können bei DeFi-Plattformen ausschließlich digitale Vermögenswerte als Sicherheiten hinterlegt werden. Die Blockchain ermöglicht es also nicht nur, Transaktionen peer-to-peer, also von Nutzer zu Nutzer, durchzuführen, sondern erlaubt es auch, Vereinbarungen direkt über die Blockchain abzuwickeln. Diese Abwicklung überzeugt vor allem durch die tiefen Kosten, die Schnelligkeit der Kreditvergabe und die Sicherheit der Abwicklung. Letzteres wird zumeist über Smart Contracts sichergestellt, sodass eine Nichterfüllung von Forderungen praktisch ausgeschlossen ist. Grundsätzlich kann das Web 3.0 als nächste Evolutionsstufe des Internets betrachtet werden. Web 3.0 wird in Fachkreisen auch semantisches Web genannt. Es fokussiert darauf, dass Informationen, welche von Menschen ins Netz gestellt werden, von Maschinen ausgewertet werden können. Web 3.0 ist ebenfalls in einer dezentralen Struktur aufgebaut und ist deswegen eng mit dem Blockchain-Ökosystem verknüpft. Die Grafik zeigt auf, wie die Logins auf den verschiedenen Webseiten in den jeweiligen Webarten aussehen. Im Web 1.0 meldeten sich die Nutzer mit ihrem Benutzernamen und Passwort an. Die Webseiten waren teilweise interaktiv, jedoch konnten diese nicht miteinander verbunden werden, sodass kein Informationsaustausch zwischen den Seiten stattfand. Im Web 2.0 kam die Möglichkeit hinzu, dass sich die Nutzer direkt mit den Zugangsdaten ihrer Profile auf den sozialen Netzwerken wie Google oder Facebook anmelden konnten. Zwischen den Webseiten findet eine Interaktion statt, sodass das Web 2.0 als zusammenhängendes Ökosystem an Informationen verstanden werden kann. Im Web 3.0 werden die Nutzer zukünftig die Möglichkeit haben, sich nur noch durch die Verbindung ihres Wallets mit der jeweiligen Website zu verbinden und anzumelden. Aus der Verbindung der Wallets entsteht damit ein Internet der Werte. Das Web 3.0 wird dank der dezentralen Daten- und Rechnerstruktur vor allem im Hinblick auf den Datenaustausch offener als seine Vorgänger sein. Die Blockchain-Technologie wird die Basis für fast alle Web 3.0-Applikationen bilden und Kryptowährungen werden aufgrund ihrer digitalen Charakteristiken die Zahlungsmittel dieses Systems sein. Die Blockchain zeichnet sich durch ihre Unveränderbarkeit und Transparenz aus. Diese zwei Charaktereigenschaften sind beispielsweise für den Bereich des Lieferketten-Tracking ausschlaggebend. Bevor jedoch ein Blick auf die Integration der Blockchain in den Logistikbereich geworfen werden kann, bedarf es einer Analyse des Status quo. Aufgrund der Globalisierung zeigen sich viele Wertschöpfungsprozesse äußerst fragmentiert, da sie auf mehrere Länder verteilt und viele verschiedene Firmen im Produktionsprozess involviert sind. Egal ob in der Lebensmittelindustrie, im Luxusgütersegment oder in der Automobilbranche. Die Prozesse weisen viele Brüche auf, die aufwendig manuell und mit Papier überwunden werden müssen. Eine vollständige Informationsübersicht ist oft nur an einem zentralen Ort vorhanden, wenn überhaupt. Das stellt einige große Herausforderungen für Firmen wie auch Kunden dar. Im Luxusgütersegment sehen sich viele Firmen mit Fälschungen konfrontiert. Die Blockchain-Technologie kann hier Abhilfe leisten. Mithilfe eines einzigartigen digitalen Produktecodes kann ein Kunde beispielsweise direkt via NFC-Chip oder QR-Code überprüfen, ob das jeweilige Produkt vom offiziellen Hersteller hergestellt und verifiziert wurde. Neben Bitcoin gibt es viele weitere Anwendungsbereiche, in welchen die Blockchain-Technologie zum Zuge kommt. Die Eigenschaften einer Blockchain können je nach Anwendungsbereich dafür sorgen, dass die Prozesse einfacher, schneller oder effizienter gestaltet werden können. Im Bereich der Logistik kann eine Blockchain vor allem durch ihre Unveränderbarkeit und ihre Transparenz Prozesse optimieren und neu gestalten. Nun kommen wir zum Abschluss dieses Videos zu einem kleinen Quiz. Welche Beschreibung trifft am besten auf das Web 3.0 zu? Im Web 3.0 melden sich die User mit Benutzernamen und Passwort an. Das Steckenpferd des Web 3.0 sind soziale Medien. C. Das Web 3.0 basiert auf der Blockchain-Technologie.
und digitale Vermögenswerte sind die Zahlungsmittel dieses Systems. Korrekt ist Antwort C. Die Blockchain-Technologie wird die Basis für fast alle Web 3.0-Applikationen sein und Kryptowährungen werden aufgrund ihrer digitalen Charakteristiken die Zahlungsmittel dieses Systems sein. DeFi. Welche Aussage stimmt? A. Der Begriff DeFi umfasst alle Finanzdienstleistungen, welche auf Basis der Blockchain-Technologie aufgebaut und außerhalb von Banken angesiedelt sind. B. Wenn von DeFi die Rede ist, dann spricht man von Finanzdienstleistungen, bei welchen ein Intermediär involviert ist. C. Aufgrund ihrer Eigenschaften werden im Bereich DeFi keine Smart Contracts verwendet. Korrekt ist Antwort A. Das Kürzel DeFi steht für Decentralized Finance, respektive dezentrale Finanzen. Es umfasst alle Finanzdienstleistungen, welche auf Basis der Blockchain-Technologie aufgebaut und außerhalb von Banken angesiedelt sind. Das dritte Video im Modul 1 ist hiermit zu Ende. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen übersichtlichen und spannenden Einblick in die verschiedenen Anwendungsbereiche der Blockchain-Technologie geben konnten. Im vierten und letzten Video dieses Moduls gehen wir auf weitere Anwendungsbereiche ein. Freuen Sie sich auf Einblicke in die Welt des Metaverse, der NFTs und des Gamings.